Hallo und herzlich willkommen zu NFOS Tech TV, dem digitalen Format der NFOS Tech 2025 in Nürnberg. Wir sind mal wieder bei Schubert, alte Bekannte. Milad, grüß dich. Hi Bernhard, schön, dass du wieder da bist. Freut mich auch, vor allem wenn wir die Produkte wachsen sehen und wie sie sich verändern. Wir haben hier einen Helm, wer hätte es gedacht, haben wir letztes Jahr schon vorgestellt, jetzt mit neuem Zubehör. Milad, führ uns durch, feuerfrei. Vielen Dank. Wie du schon erwähnt hast, ist das ein Helm. Das war sehr schwer zu erkennen, aber kriegen wir hin. Der M100 an sich hat sich nicht verändert, obwohl der ziemlich schick aussieht mit diesen Cordura Wraps. Das hat uns unsere Partnerfirma Colibri Works gemacht. Sieht ein bisschen cool aus, ist eine Alternative zu einem Überzug. Sehr modisch auf jeden Fall, ne? Ja, sie muss ja auch schick aussehen. Richtig. Aber was ich euch heute zeigen werde oder möchte, ist einmal das Visier und einmal das Mandible, sowie nachher das Gegengewicht, die Gegengewichttasche. Ich würde mal anfangen mit dem Visier. Was einem sofort auffällt, ist, dass das Visier vorne an der Shroud befestigt ist und trotzdem ein Nachtsichtgerät nutzbar ist. Das heißt, ich kann auf der Visiermontage durch eine zusätzliche Shroud nochmal ein Nachtsichtgerät anbringen. Ich werde dies mal entfernen, damit man das besser sieht. So. Das Visier an sich ist angebracht über die Shroud, sieht man hier. Und wenn ich das Visier hoch mache, einhändig bedienbar, dann bleibt das da oben. Und es ist sehr, sehr flach und liegt am Helm an. Das heißt, die Silhouette ist nicht so hoch. Ich habe nicht diesen Einhorn-Effekt, wie wir das immer nennen, wenn das dann da oben ist und du durch ein Gebäude gehst oder durch eine Tür und dir das halbe Visier abbrichst. Plus, es ist zusätzlich noch geschützt von oben. Ihr seht diese Shroud hier, das ist noch ein 3D-Druck, das wird dann wird eine Metallausführung sein. Okay. Und die ist optional. Das heißt, wenn ich dieses Gewicht nicht brauche, weil ich keine Shroud nutze oder kein Nachtsichtgerät, dann kann ich das rausschrauben und dann gibt es eine Basisversion komplett ohne. Und wenn ich es dann doch irgendwann mal brauche, kann ich es dann upgraden. Das Visier selber ist ein reines Splitterschutzvisier. Was es noch an ballistischen Fähigkeiten hat, werden wir noch veröffentlichen. Okay. Ansonsten haben wir jetzt die neueste Version von dem Mandible. Das ist schon ziemlich fertig. Das ist nach VPAM 3 getestet worden. Okay, sehr interessant. Ja, und 700 Meter pro Sekunde bei Standard 2920 V50. Okay. So. Befestigt wird das einfach seitlich über die Schiene zum Einklicken? Das kann man hier sehen. Das kann ich einfach hier reinschieben und habe trotzdem noch genug, dass ich zum Beispiel den Gehörschutz auch an der Rail tragen könnte. Okay. Sehr interessant auch, ja. Und wie gesagt, es sieht halt nicht nur funky aus, sondern es bietet uns natürlich auch einen Schutz für den Kiefer vor allem. Genau, so ist es. Und der Schutz vor Splitterwirkung vom Auge ist natürlich auch eine tolle Sache. Vor allem in der Kombination mit der Möglichkeit, ein Nachtsichtgerät weiterhin nutzen zu können. Richtig. Dass ich mich nicht entscheiden muss zwischen dem einen oder dem anderen, weil Splitter fliegen ja auch nachts. Genau so ist es. Und das war auch eine Forderung von bestimmten Kunden von uns, die nachts auch auf ihren Quads fahren wollten und einen Schutz hier vorne gebraucht haben und trotzdem Nachtsichtgeräte genutzt haben. Das heißt, das ist tatsächlich eine echte Forderung von mehr als einem Kunden. Also es ist nicht nur eine Spielerei, sondern tatsächlich auch ausschreibungsrelevant? Yes. Alles, was wir entwickeln, entwickeln wir für den Markt. Das kommt nicht aus dem luftleeren Raum. Das gibt immer Anforderungen dahinter, die wir dann versuchen umzusetzen, die technisch möglich sind. Ja, ist klar. Was ihr auch hier seht, dass das Mandible ein bisschen weiter runter geht als andere, die ihr kennt. Das hat vor allem was mit dem peripheren Sehen zu tun. Wenn ich zum Beispiel Magazine aus meinen Magazintaschen rausholen will, dass ich nach unten schauen kann, wenn ich Treppen hochgehe, ist extrem wichtig. Deswegen haben wir das ein bisschen runtergezogen und das Visier, das Sichtfeld ein bisschen höher. Ja, man sieht, es ist recht breit oder recht hoch, muss man eigentlich sagen. Genau, ein bisschen höher. Wir sind knapp 1,5 Zentimeter runtergegangen. Du hast die Schutzwirkung dann hier oben und wenn du als Doorgunner, dass du dann auch nach unten besser sehen kannst oder auch bei der Bedienung, bei der Manipulation deiner Waffe, dass du einfach mehr Sicht hast. Das macht Sinn. Das war die Anforderung tatsächlich. Ja. Und wenn man sagt, man hat natürlich viel Gewicht vorne auf der Shroud, damit man keinen steifen Nacken bekommt oder Nackenschmerzen kriegt, brauchen wir hinten Gegengewicht. Jawohl. Da haben wir auch was dabei. Genau. Hier haben wir unsere eigene Gegengewichttasche. Die wird nicht nur über Klett befestigt, weil Klett alleine würde einfach abfallen, gerade wenn ich unterwegs bin im Wald oder in urbanem Gelände irgendwo dran streife, würde es abfallen. Deswegen haben wir dieses Gegengewicht, wird über die Schienen montiert. Einmal über diese zwei Clips.
und einmal über diesen Clip hier unten. Das ist der Standard Schubert-Clip, den wir hier mitnutzen. Den klicken wir einfach hier unten rein und dann hast du es über 3 Punkte befestigt. Du positionierst das Gegengewicht da, wo du es haben willst und dann kannst du es einfach einklicken und es ist über 3 Punkte gesichert. Das heißt, ich muss im Grunde gar nicht das Gewicht in der Tasche verändern, sondern kann es durch die Positionsveränderung kann ich im Grunde austarieren. Genau so ist es, wenn es sein muss. Ansonsten kannst du genauso, hast du die Möglichkeit, das Gewicht herauszuholen. Wir haben jetzt hier als Beispiel Batterien drin. Und die sind auch, du siehst, dass sie nebeneinander anders positioniert sind, dass sie übereinander gehen können. Auch das sind Kleinigkeiten, dass es auch tatsächlich funktioniert. Ein bisschen flacher aufbaut einfach. Genau, das ist es. Das kannst du ersetzen durch Gewichte, wenn du ein höheres Gewicht haben willst. Und du musst auch nicht alle nehmen. Das kannst du auch besser anpassen. Du musst aber nicht das Gegengewicht an sich nehmen. Du könntest auch ein Battery Pack nehmen. Und diese Tasche ist modular. Das heißt, du kannst sie komplett anpassen. Du packst dir dein Akkupack da hinten drauf. Wenn es jetzt kleiner oder größer ist, passt es so an, wie du es brauchst. Wenn die Kabel irgendwo raus müssen, haben wir überall Platz für gelassen und passt es perfekt deinem Gegengewicht an, beziehungsweise Batteriepack. Auf sowas stehe ich ja immer. Das sind so diese kleinen Details, diese kleinen Produkte, die einem aber wirklich das Leben erleichtern. Vor allem, wenn man mal wirklich ein echtes Nachtsichtgerät auf hatte und muss damit mal eine Stunde oder 2 marschieren. Dieser steife Nacken, den man dann kriegt, also das ist wirklich ideal. Und auch das Tarieren macht natürlich nicht so wahnsinnig viel Spaß, wenn man es übers Gewicht machen muss, Helm auf, Helm ab, sondern wenn ich das einfach über die Position machen kann, kann ich im Grunde nach Ermüdungszustand oder auch wenn ich liege zum Beispiel und Kopf in den Nacken legen muss, kann ich das natürlich ganz schnell selber machen, nehme ich mal an. Oder wenn du im Fahrzeug sitzt. Ja. Da musst du nicht das komplette austauschen, sondern im Fahrzeug nimmst du es einfach hoch und machst weiter hoch, damit du mit dem Kopf an die Kopflehne dran kannst. Und wenn du draußen bist, kannst du es auch weiter runter machen, wenn du es brauchst. Also es ist viel, viel leichter. Das geht einmal, wie gesagt, über diesen Clip. Und wenn du unseren Überzug hast, da ist ja ein integrierter Clip. Auch da kannst du es einfach einfädeln. Also es ist für beides gedacht, mit Überzug und ohne Überzug. Sehr gut. Und die Clips, die halten ja bombenfest. Die kennen wir ja schon. Also da sind wir auch große Fans davon, schnell zu lösen, schnell zum Einsetzen. Genauso wie wir uns das eigentlich vorstellen. Genau, so richtig. Ja. Wir sind immer noch am Stand von Schubert. Wir haben aber nicht nur das Produkt gewechselt, sondern auch den Interviewpartner. Christoph, grüß dich. Ja, schön, dass du da bist. Freut uns auch sehr. Du hast erzählt, wir haben das Nischenprodukt eines Nischenprodukts. Kann man so sagen. Wir sind trotzdem wahnsinnig stolz drauf. Das ist ein Polizeihelm, ein Polizeiordnungsdiensthelm, der entwickelt worden ist spezifisch für berittene Polizisten. Ja, hat vielleicht nicht jeder parat, ist aber ein Riesenthema, nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit, weil berittene Polizisten einfach eine ganz tolle Fähigkeit reinbringen in dieses polizeiliche Ordnungsdienstgeschäft, wenn man so will. Die können ganz, ganz viel leisten, sind wahnsinnig geländegängig, können große Strecken zurücklegen, mit denen kann ich Räume überwachen, also eine tolle Fähigkeit, ja. Und wirken auch deeskalierend. So ein Pferd, ja, bei so einer Demonstration oder gerade Einsätzen Fußball und Ähnliches, wo es auch mal hoch hergehen kann. Menschen haben eine Hemmschwelle, so ein Pferd anzugehen. Das glaubt man gar nicht, aber das war so das Feedback, was wir bekommen haben während der Entwicklung. Apropos Entwicklung, wir haben das jetzt über ein Jahr entwickelt, zusammen mit der Polizei Niedersachsen. Wir sind sehr stolz darauf, dass die uns ausgewählt haben, spezifisch, um das mit denen zu machen. Wir haben damals eine Ausschreibung gewonnen, die auf diese Entwicklung ausgelegt war. Also die Polizei Niedersachsen hat gesagt, eure Einsatzhelme sind klasse, wir nutzen die seit Jahrzehnten, wir sind sehr, sehr zufrieden. Aber wir haben reiterspezifisch so ein paar Punkte, die müssten wir adressieren. Und da war ganz wichtig zum Beispiel das Thema Gewicht. Wir sprechen hier von mehreren 100 Gramm, die wir einsparen konnten. Im Vergleich zu der großen Helmgröße sind wir bei fast der Hälfte. Ja, das ist signifikant. Das ist schon ordentlich. Vor allem, ich denke auch, wenn du reitest, durch die Vibrationen, durch das Schwingen, was du hast, würde halt wieder alles sich auf den Nacken niederschlagen oder auf die Schultern. Ich habe gerade gesagt, große Räume überwachen. Man hat uns erzählt, so Einsätze 8, 9, 10 Stunden durchaus drin. Ja. Wenn da ständig wie so ein Seegang, ja, diese Bewegung ist, das ist natürlich für die Nackenmuskulatur ein Thema. Das Zweite war aber auch, was wir sehr spannend fanden, ist, dass so ein Helm natürlich mitgeführt wird auf dem Pferd. Und das ist eine einseitige Belastung fürs Pferd. Es zieht am Sattel, ja. Also es geht nicht nur um den Menschen, es geht auch um das Pferd. Auch das ist ein wertvolles Lebewesen. Ja. Und da müssen wir natürlich schauen, dass wir da für die Gesunderhaltung einen Beitrag leisten. Wir haben sehr, sehr viel gelernt, wie du vielleicht merkst. Ja. Sachen, die wir gar nicht so vorher parat hatten. Deswegen, also mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und den Kollegen auch, mit den berittenen Polizistinnen und Polizisten aus Niedersachsen zu arbeiten. Und ich glaube, wir haben ein tolles Produkt hingekriegt. Ja, es ist definitiv leichter geworden, aber das zweite Thema ist natürlich die Reiterhelmnorm. Wir haben vor
kurzer Zeit, knapp 1,5, 2 Jahren, haben wir eine Novellierung gehabt in der Reiterhelmnorm europaweit. Also direkt von der berittenen Polizei, von der... Ja, gute Frage. Das denken viele, dass das eine polizeiliche Reiterhelmnorm ist. Tatsächlich ist es eine europäische Norm und die betrifft jeden. Also wenn du und ich jetzt morgen aufs Pferd wollen, ja, und vorher ins Fachgeschäft gehen, müssen wir uns einen Helm kaufen und der muss einer gewissen Norm entsprechen. Da war lange Zeit eine Übergangsnorm gültig und jetzt hat sich die Europäische Union bzw. die Fachgremien, die dafür verantwortlich sind, gefunden und hat eine neue Helmnorm entwickelt. Und natürlich haben die Polizistinnen und Polizisten gesagt, wir wollen, wenn wir vom Pferd runterfallen, nicht nur einen Ordnungsdiensthelm haben, wir wollen auch entsprechend reiterlich geschützt werden, ja, also spezifisch. Ja. Und da war das Thema Durchdringung und Stoßdämpfung ganz, ganz wichtig, voran Stoßdämpfung. Und dementsprechend haben wir ein Produkt entwickelt, was dieser Norm entspricht. Ja, das hat der TÜV geprüft. Das heißt also, dass es nicht wir sagen ist, sondern es ist tatsächlich von einer dritten Partei, von einem Prüfinstitut überprüft worden. Das war auch ein Kriterium. Dennoch soll der Helm natürlich diese ordnungsdiensttechnischen oder ordnungspolizeilich-technischen Aspekte erfüllen. Wir sprechen davon natürlich Schlagschutz, ja? Wir sprechen davon Durchdringung, das ist weiterhin eine Aramid-Helmschale, die hochperformant ist. Wir sprechen natürlich von Brandschutz. So ein Molotow-Cocktail, so ein Brandsatz ist natürlich wirklich eine große Gefährdung. Man sieht es mit der Gummilippe und auch hinten mit dem Nackenschutz. Genau, exakt. Du hast gerade die wichtigen Sachen angesprochen. Genau darum geht's. Wir haben hier weiterhin die flammenfeste und chemikalienresistente Gummilippe, dass der Beamte und dem Beamten nichts ins Gesicht läuft. Wir haben weiterhin hinten flammenfeste PU-Beschichtung quasi auf dem Nackenschutz. Das heißt, es läuft alles ab, läuft nicht in die Körperschutzausstattung rein, sollte es mal passieren. Also all diese Kriterien sind gegeben. Des Weiteren ist es so, dass wir natürlich weiterhin die Anschlusspunkte haben, rechts und links. Das heißt, ich kann Kinn-Mundschutz montieren. Werden wir gleich nochmal sehen, eine Atemschutzmaske kann ich auch montieren. Also all diese Peripheriegeräte, die die Polizei vielleicht schon im Bestand hat, die kann ich natürlich hier übernehmen. Hat der Helm auch einen ballistischen Schutz? Nein, hat er nicht. Der ist auch nicht dafür ausgelegt. Also wir haben hier wirklich einen Helm, der ansonsten einen Zielkonflikt hätte. Bei einem ballistischen Helm haben wir eine sehr, sehr harte Schale, die soll gegen vergleichsweise leichte, kleine, aber sehr, sehr schnelle Geschosse, Projektile, Splitter, was auch immer, schützen. Hier haben wir eine ganz andere Gefährdungslage. Hier haben wir Steine, Flaschen etc. Und dann, was ich eben genannt habe, ja, also Flammen, Chemikalien. Also wir haben hier eigentlich ein viel, viel größeres Gefährdungsspektrum als beim ballistischen Helm. Und dementsprechend haben wir eine ganz andere Helmstruktur. Das Material ist das gleiche, du hast recht. Aramid ist eigentlich ein ballistisches Material. Schützt auch zu einem gewissen Grad, aber das ist nicht die Auslegung. Es soll nicht ballistisch schützen. Explizit geprüft drauf, dass man jetzt sagt, ich muss jetzt ein 9 mm Projektil aufhalten oder so irgendwas. Sondern es ist einfach Material, von der Materialeigenschaft her bietet es einen gewissen Schutz, aber es ist nicht zertifiziert dafür. Richtig. Und wir nutzen Aramid nicht wegen seiner ballistischen Fähigkeiten per se. Uns interessiert hier die Schnitthemmung und interessiert die Stichhemmung. Ja? Also wenn jemand mit einem Dorn, einem Nagel, mit einem Messer, einer Axt draufgehen sollte, Gott bewahre, aber das sind alles Szenarien, die hat es leider gegeben, dann muss der Helm das können. Und er muss es auch multiple können. Bei Ballistik sprechen wir immer von Multi-Hit-Fähigkeit. Ja? Das haben wir hier auch. Also Sie müssen mehrere Einschläge aushalten können. Wenn ich in den ersten 5 Minuten von einem Stein getroffen werde, kann ich nicht sagen, Freunde, ich spiele nicht mehr mit. Sondern der Helm muss seine strukturelle Integrität bewahren. Der muss in der Lage sein, die Beamtin, den Beamten auch über Stunden noch zu schützen. Ja klar, ich tausche ihn danach aus. Aber ich kann in dem Moment nicht sagen, das war's. Der muss halt auch wirklich was einstecken können. Also es ist eigentlich wirklich ein Helm, man sagt das so schön, für Riot Control. Genau, das ist das englische Wort, Riot Control oder Public Order. Ja? Aber tatsächlich ist unser schönes deutsches Wort Ordnungsdienst eigentlich auch wunderbar, um das alles zu beschreiben. Ja? Aber spannend, dass du es ansprichst. Der Helm hat mittlerweile auch schon international Aufmerksamkeit erregt. Die schwedische Polizei ist interessiert. Wir haben Kunden in den USA, die interessiert sind, weil dieses Einsatzmittel Pferd ist nicht auf Deutschland beschränkt, wie ich eingangs erwähnte, sondern auch unsere europäischen Partner und auch in Übersee, wo es diese Fähigkeit lange, lange Zeit gab. Ja? Die sehen da jetzt wieder Fantasie drin, die sehen Möglichkeiten da drin und entwickeln diese Fähigkeit. Und das ist natürlich für uns auch spannend. Es ist sehr interessant, dass dieses archaische Mittel, Reittier, jetzt in dieser hochtechnologisierten Zeit, wo wir eigentlich sind, jetzt wieder auf dem Vormarsch ist. Aber nichtsdestotrotz, du hast auch gesagt, man könnte jetzt hier eine Atemschutzmaske montieren. Genau. Gut, können wir machen. Schauen wir uns das gerne mal an. Ja.
Atemschutzmasken, die man an einem Ordnungsdiensthelm montiert, sind jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, kein absolutes Novum. Ja? Gab es schon in den 80er Jahren. Wir haben mit unseren unterschiedlichen Helmgenerationen, wir bauen seit 1968 dezidierte Ordnungsdiensthelme, also nicht erst seit gestern, haben da auch schon unsere Erfahrungen mitgesammelt. Spannend wurde es eigentlich, als die technische Richtlinie 2011 für die kombinierte Helm-Maskenkombination eingeführt worden ist im Jahre 2011. Da war die Anforderung sehr, sehr hoch. Und wir haben damals eine Helmkombination gehabt mit einer Maske, die weltweit als einzige wirklich als diese Helm-Masken-Kombination zertifiziert worden ist. Diese Maske hat wunderbare Dienste geleistet, ist auch weltweit in viele, viele Länder geliefert worden. Nicht nur polizeilich, sondern auch zum Grenzschutz, militärpolizeilich, also CRC, Crowd and Ride Control. Ja. Als Beispiel hat das an Nutzung gefunden. Aber unsere Kunden haben im Laufe der Jahre einfach andere, wie soll ich sagen, Schwerpunkte entwickelt und Bedarfe entwickelt. Und eins davon ist die Zertifizierung nach der EN 136. Das klingt immer sehr, sehr spröde und staubtrocken. Ja? Ja. Aber ich versuche das mal an zwei wirklich interessanten Beispielen zu zeigen, warum das wichtig ist. Das eine ist das Sichtfeld. EN 136 verlangt ein quasi natürliches Sichtfeld, das mich nichts behindert. Ja? Man kann sich das vorstellen. Es ist relativ klaustrophobisch, so eine Maske zu tragen, zusammen mit einem Helm. Ja. Dann will ich wenigstens peripher alles sehen. Also vor allem im äußeren Sichtbereich, links, rechts. Und nach unten. Ja. Jetzt überleg mal, du läufst über die Straße, da liegen Steine, Flaschen, Scherben, was auch immer. Ja, dein Reittier befindet sich ja gerade in dem Fall auch unter dir. Da willst du vielleicht auch sehen, wie es dem geht. Das kommt noch hinzu, wobei diese Maske nicht nur mit diesem Helm kompatibel ist, sondern auch mit unserer kompletten Ordnungsdiensthelmpalette. Ja. Wir haben uns einen Partner gesucht, DPI, gehören zur Leonardo-Gruppe, ist ein Traditionshaus, gibt es seit über 100 Jahren und beschäftigen sich mit technischem Kautschuk und ursprünglich mal, Kautschuk kommt heute natürlich nicht mehr zum Einsatz, und mit Artenschutz. Super aufgestellt, ein tolles Unternehmen, hat also nicht nur von der Performance, sondern auch von der Philosophie gut zu uns gepasst. Uns gibt es ja auch seit über 100 Jahren. Wir haben uns da sehr, sehr schnell gut verstanden und wir wollten unbedingt eine europäische Lösung. Das war uns ganz wichtig. Das heißt, keine Exportbeschränkungen von irgendwoher. Ja, Nutzungsbeschränkungen auch, genau. Wenn ihr wieder was weiterverkaufen wollt wahrscheinlich. Weil Paperwork ist natürlich mittlerweile ein riesiges Problem, das alles auf die Beine zu kriegen. Keine Frage. Ja. Aber auch für unsere Kunden natürlich Peace of Mind, ja, dass sie ganz genau wissen, da drückt nicht jemand auf den Knopf und dann gibt es einfach keine Maske mehr oder keine Ersatzteile mehr. Ersatzteile ist natürlich das größte Geschäft wahrscheinlich. Genau. Auch das kostenintensivste, nehme ich an. Ja, wobei, guter Punkt, danke, dass du es ansprichst, diese Maske ist sehr, sehr wartungsarm. Also ich habe hier wirklich ein paar Komponenten nur, die ich austauschen muss, wenn überhaupt. Ja. Ich gebe ein Beispiel, zum Beispiel sagt der Hersteller, auf die Ventile gebe ich 10 Jahre Garantie. Das ist fast einmalig. Ja? Also normalerweise geht man davon aus, dass man die alle 2 Jahre tauschen muss. Welche Schutzausrüstung darf ich 10 Jahre benutzen? Also ich sage Motorsägenhelm oder irgend sowas. Für alle 2 Jahre tauschen. Genau. Ist jetzt hier wahrscheinlich kein Thema wegen UV-Strahlung oder irgend sowas. Nein, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir haben hier einen selbstverlöschenden Lackaufbau, der hält ewig. Also wenn ich ihn pfleglich behandle natürlich. Ja. Oder wenn er einen Stein abbekommt, dann ist halt leider irgendwann Schluss. Aber grundsätzlich halten diese Produkte sehr, sehr lange. 10 Jahre ist aber trotzdem eine echte Hausnummer. Das finde ich auch. Und dementsprechend haben wir dieses Produkt entwickelt. Das ist eine vollwertige ABC-Schutzmaske. Die ist in der Form als C21 bei der italienischen Armee eingeführt. Ja? Das heißt also, das ist nicht nur gegen Tränengas gedacht. Die Maske, der Maskenkörper kann ganz viel. Und deswegen haben wir eine Lösung gefunden, die wir schon vorher einmal adaptiert hatten, wo wir gesagt haben, der Kunde soll nicht nur eine Maske kaufen, die er an einen Ordnungsdiensthelm befestigen kann, sondern er soll sie im Bedarfsfall auch als Standalone-Produkt so tragen können. Und dementsprechend haben wir die Möglichkeit geschaffen, über Schlaufen quasi eine Kopfspinne zu montieren und dann kann ich sie halt solitär tragen oder ich trage sie halt eben an meinem Ordnungsdiensthelm. Warum ist es wichtig, dass ich in einem Ordnungsdiensthelm schnell befestigen kann? Nun, ich nutze den Atemschutz eigentlich, um mich gegen meine eigenen Wirkmittel zu schützen. Ja, die Gegenseite hat ja selten Tränengas dabei. Ja. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Wobei ich hoffe, ich bringe niemanden auf Ideen. Aber grundsätzlich ist das nicht der Fall, sondern eigentlich ist die Atemschutzmaske, auch wenn sie cool aussieht, ein klassisches Arbeitsschutzmittel. Ich schütze mich gegen meine eigenen Wirkmittel, die ich ausbringe. Wann setze ich Tränengas ein? Wenn die Sache wirklich eskaliert. Das heißt, ich möchte ungern dann den Helm abnehmen müssen, weil die Gegenseite wirft unter Umständen noch viel mehr Steine und Flaschen. Ja?
Das heißt also, die Fähigkeit, den Helm aufzubehalten und die Maske aufzusetzen, ist natürlich ein Riesenbeitrag zur Sicherheit der Beamtinnen und Beamten. Und das ist auch die Idee, deswegen haben wir hier rechts und links 2 Maskenschlösser. Die würden auch zum Beispiel einen Kinn-Mundschutz oder ähnliches aufnehmen, also sind multifunktional. Aber in unserem Fall nehmen Sie die Maske auf, ja, genau. So. Und ich habe natürlich die Möglichkeit dann, wenn ich es so wünsche, das Visier runterzuklappen. Das ist komplett kompatibel mit dem Visier. Und die Anschlüsse sind auch geschützt durch das Visier. Also sollte jemand an mich rantreten Kann er können, nicht abklipsen. genau, wäre ein riesentaktischer Fehler. Passiert unseren Polizistinnen und Polizisten nicht. Die sind da super geschult, die passen aufeinander auf. Aber wenn doch, schützt das Visier davor, auch natürlich vom Treffer. Das heißt, wenn der Bewurf dahin geht, dann löst die Maske auch nicht aus. Das ist eher wahrscheinlich. Die Jungs und Mädels, die lassen sich da nicht die Wurst vom Brot nehmen. Also die passen aufeinander auf und auf sich. Aber grundsätzlich nochmal eine zusätzliche Fähigkeit. Was ich meinte, also EN 136, um dann nochmal kurz zurückzukehren und rekapitulieren, Sichtfeld ist eine Thema, das andere ist Flammenhemmung. Wir haben hier einen Helm, der ist wahnsinnig inhärent flammenhemmend. Der muss nach der TR eine unglaublich massive Prüfung bestehen. Und die EN hat auch unterschiedliche Stufen, was Flammenhemmung angeht. Und die höchste Stufe ist die Stufe 3. Und das wird dann tatsächlich bei uns die erste Maske sein, die nach TR 2011 zertifiziert ist, zusammen mit dem Helm und diese höchste Stufe 3 erfüllt. Also nicht nur Upsala, da will er los, nicht nur die Befähigung zu sagen, ich habe ein Gesamtpaket, es funktioniert wunderbar miteinander, ist aufeinander abgestimmt, sondern ich habe noch diese beiden zusätzlichen Kriterien, die noch ein Plus sind. Verstecktes Feature können wir jetzt so nicht sehen, aber hier ist auch noch eine tolle Sprachmembran drin. Auch eine ganz wichtige Fähigkeit. Hast du einen Atemschutz auf dem Kopf? Ja, ist Essig mit Kommunikation schwierig. Man kann natürlich einen Sprachverstärker montieren, aber da habe ich wieder eine elektronische Komponente, die verursacht Kosten. Ich habe Batterien, die halten nur eine gewisse Zeit, gerade in der Kälte ein Thema. Und hiermit kann ich halt wunderbar kommunizieren. Nicht nur im Team, sondern auch mit dem polizeilichen Gegenüber. Was natürlich hochwichtig ist beim Ordnungsdienst, weil eigentlich will ich ja deeskalieren. Eigentlich will ich ja gar nicht, dass das da gerade passiert. Aber wenn ich mich dagegen schützen muss, dann soll das Paket auch funktionieren. Also das gesamte Paket ist super interessant. Danke. Ist auch vom Design her sehr, sehr ansprechend, muss man sagen. Macht einen sehr, sehr wertigen Eindruck wie alle eure Produkte. Also da muss man wirklich sagen, Dank. Hut ab. Und natürlich die Detailverliebtheit ist ein super Thema, was ich wirklich sehr, sehr ansprechend finde. Und eben auch, dass wenn ihr sagt, es gibt jemanden, der diese Masken für uns bauen kann, das ein etabliertes Unternehmen ist mit dem richtigen Know-how, dann geben wir das weiter und lasst uns da auch so ein Spitzenprodukt machen. Da muss ich wirklich auch sagen, Hut ab oder Helm ab. Vielen Dank, Bernhard. Ja, in der Tat, ja. Toll gemacht, super Produkt. Und eben diese gesamte Reiterstaffelgeschichte jetzt gerade bei dem Helm ist auch sehr, sehr interessant und wird sich wahrscheinlich jetzt auch in der Zukunft noch zeigen, dass man das eben immer öfter braucht. Demonstrationen, Unruhen sind ja fast mittlerweile an der Tagesordnung, weltweit muss man sagen. Und wenn man da deeskalieren kann, ohne gleich den großen Hammer rauszuholen, dann hat es natürlich auch eine richtige Zukunft. Das ist die Idee. Und vielleicht noch abschließend der Aspekt, das haben wir bei unserem Laserschutzhelm schon gesehen, es zahlt sich aus, vom Nutzer her zu denken. Mit dem Nutzer früh ihn einzubinden und in so einem gemeinsamen Projekt. Natürlich muss das Ganze compliant sein, aber dafür gibt es rechtliche Möglichkeiten. Mit dem Nutzer das zu entwickeln. Man spart sich nicht nur als Unternehmen wahnsinnig viel Schleifen, sondern wir können sicherstellen, dass wir genau das dann abliefern, was dann am Ende der Nutzer auf der Straße auch braucht. Und das konnten wir mit dieser Kooperation jetzt schon zum zweiten Mal in relativ kurzer Zeit zeigen. Und wir sind sehr, sehr froh, dass unsere Ausrichtung in die Richtung oder diese Idee, dass sie so gut funktioniert. Und ich bin wahnsinnig stolz auf dieses Produkt, also, wobei ich den geringsten Anteil daran hatte, weil wir haben einfach ganz tolle Ingenieurinnen und Ingenieure, die das gemacht haben und super Polizisten und Polizisten, die da eingeflossen sind. Trotzdem hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, daran zu arbeiten und ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier an diesem Punkt angekommen sind. Fast schon wie ein Orden ist es natürlich, wenn eine Behörde direkt an einen Hersteller herantritt, ohne ein jahrelanges Ausschreibungsverfahren und allem drum und dran, was natürlich auch die Lieferung und die Produktion und die Entwicklung verschleppt. Also da habt ihr euch wirklich schon einen Namen gemacht. Und wie gesagt, man sieht ja am Produkt, das wird funktionieren. Dankeschön. Aber auch da wird wahrscheinlich die Entwicklung nicht stehen bleiben. Nein, definitiv nicht. Da ist natürlich Technologie entstanden, die wir übertragen werden.
Wir haben natürlich nicht nur im ballistischen Bereich, da hattet ihr ja schon drüber gesprochen, sondern auch im Ordnungsdienstbereich einiges in der Pipeline. Darf ich jetzt noch nicht drüber sprechen, aber man darf gespannt sein. Da ist einiges in der Mache, muss auch, weil leider die Bedrohung nicht aufhört. Das haben wir beim Laserschutz gesehen, das sehen wir jetzt hier. Es entwickelt sich sukzessive weiter, das ist eine Evolution und wir müssen immer eine Nase voraus sein, weil die Leute, die für uns auf die Straße gehen und uns schützen, die müssen wir schützen, das ist unser Auftrag und dann sollten wir ihnen auch das Beste bereitstellen, was wir können. Das war auf jeden Fall ein gutes Wort zum Schluss. Danke. Wir verabschieden uns von Schubert. Die weiteren Details, wenn es euch interessiert, findet ihr unter dem eingeblendeten Link, den wir euch zeigen. Ansonsten denkt immer dran, wenn euch das gefallen hat, abonniert den Kanal NFOS Tech TV, Like, Abo, Glocke drücken. Wir sind raus und sehen uns auf jeden Fall am nächsten Stand.